Grüß euch und herzlich willkommen in einem neuen Video. Heute möchte ich nicht allgemein über Gimbals reden, heute möchte ich euch ganz speziell nur ein Review von der Glidecam HD 2000 geben. Mein Name ist Alex und auf meinem Kanal gibt es jede Menge Tipps und Tricks und Tutorials zum Thema Film, Fotografie und YouTube und natürlich jede Menge Vlogs aus meinem Leben. Wenn dir das Video gefällt, vergiss nachher nicht auf Gefällt mir zu drücken, schreibe einen Kommentar, wenn du was wissen willst oder was loswerden möchtest und vergiss nicht meinen Kanal zu abonnieren, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Gut, ja, was ist die Glidecam? Die Glidecam ist eigentlich eine Marke, die vor allem Steadicams produzieren. Eine Steadicam ist ein Schwebestativ. Man könnte noch Gimbal dazu sagen, weil Gimbal ist auch nichts anderes ein Begriff für die kardanische Aufhängung. Die Glidecam schaut im Prinzip so aus und wird auch so geliefert, also mit Ausnahme, dass ich das zusammenstecken muss. Also das ist ein Teil, das ist ein Teil, die Platte oben ist herunten, das ist übrigens nicht dabei und mehrere Gewichte sind drauf und ich kann das Ganze in die Länge ziehen. Wie funktioniert das mit der Glidecam oder mit einem Schwebestativ? Hier habe ich meine Achsen und hier balanciere ich es eigentlich aus. Ja, das heißt, ich halte das komplette Gewicht hier und die Kamera positioniere ich hier oben. Damit das Ganze immer schön austariert ist, habe ich unten Gewichte, die ich da bei den Schrauben festmachen kann. Ich kann die Verstrebung hier verlängern. Hierzu würde ich empfehlen übrigens, natürlich das schraubt das unter, das heißt, damit ich es da unten rausziehen kann, aber damit das oben fest bleibt, ist es zu empfehlen, sich Imbusschlüssel zu besorgen und Imbusschlüssel zu kaufen. Die Marke ist jetzt eigentlich vollkommen egal, aber hier haben wir einen Imbus. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man das gut sieht. Ja, eher nicht wahrscheinlich. Und damit es funktioniert, damit ich es hier ein bisschen fester ziehen kann. Ja, die Platte kann ich durch die äußeren 4 Schrauben komplett aufschrauben und abnehmen. Und dann von der Unterseite muss ich dann einfach dieses Schnellwechselding dran machen, weil wie kriege ich sonst die Kamera drauf? Ich hatte ursprünglich ewig lang eine Schnellwechselplatte von Manfrotto. Das Problem war, dass Manfrotto so einen Verschlussriegel gehabt hat. Bei Manfrotto, bei dem was ich gehabt habe, ist das ein bisschen nach unten gestanden. Das heißt, ich konnte das nicht ebenerdig anbringen. Ich musste da mehrere Muttern oder mehrere Beilagscheiben dazwischen spannen. Das Ganze war dann etwas wackelig und nicht so leiwand. Also im Prinzip ist das eine Schnellwechselplatte mit dem Arc Swiss Standard. Das heißt, ich habe hier so eine kleine Schienenführung, hier und hier und hier auch meistens eine Schraube zum Drehen. Auf meinem großen Standstativ habe ich auch eine Schienenführung, auch zum Drehen. Und das Gute ist, ich habe einfach nur diese Schiene hier und führe die dann einfach seitlich oder gerade, je nachdem wie weit ich es aufmachen kann, in dem Fall seitlich auf mein Gimbal. Und dann kann ich es hinten mit dem Verschluss ganz schnell verschließen, ohne dass ich es jedes Mal auf- und zuziehen muss. Meine Kamera ist jetzt nicht ausbalanciert, wie ihr seht, kippt die nach vorne. Das soll sie natürlich nicht. Wenn ich sie halte, soll sie einfach ruhig bleiben. Das heißt, ich mache hier 4 Schrauben auf. Genau genommen mache ich diese Schrauben hier auf, die 2 inneren. Und dann kann ich mit dieser Schraube hier rechts und links die Kamera verschieben, in diese Richtung. Und mit der hinteren Schraube kann ich die Kamera vor- und zurück bewegen, also die ganze Platte, nicht nur die Kamera. Das machen wir jetzt einmal. Zwischendurch immer die Kamera heben, schauen, gibt es noch nach vor? Ja, gibt noch nach vor. Ja, gibt immer noch nach vor. Jetzt gibt sie nur noch zur Seite und ein bisschen nach hinten. Seht ihr das? Ein bisschen kippt sie. Nach hinten und zur Seite, das heißt, wir machen da noch eine Spur. Schieben wir es ein Stückchen nach vor, dann ziehen wir die Schrauben an. Es ist relativ einfach, wenn man es einmal draußen hat, wie das Ganze funktioniert mit dem Austarieren oder mit dem Ausbalancieren, dann ist es pipi einfach. Einen kleinen Schlag noch auf die andere Seite hat es. Das heißt, ich ziehe es ein bisschen zurück hier. Hängt auch davon ab, wenn Sie die Kamera zum Positionieren, zum Anheben, bevor Sie es anhebt, schon auf eine unebene Fläche stellt und ihr hebt es dann an, natürlich wackelt die dann rechts und links, weil die fängt ja schon mal schief an. Jetzt haben wir die ausbalanciert. Wie ihr seht, ist die ziemlich ruhig. Ich meine, ich wackel natürlich sehr viel noch, aber man sieht es hier vielleicht. Das heißt, ich habe die Kamera hier, ich halte sie nur mit einer Hand einmal, lasse sie mal ausbalancieren, sehe, okay, sie neigt ein bisschen, aber nicht sehr viel, das ist geringfügig, das ist verkraftbar. Und dann kann ich die rechts und links bewegen, vor und zurück bewegen und die Kamera bleibt, wie sie soll. Das heißt, ich kann hier ganz schön und smooth arbeiten. Wie mache ich das? Mit einer Hand halte ich das komplette Gewicht und mit der anderen Hand halte ich mit 2 oder 3 Fingern maximal hier ganz kurz unter dem Gelenk, unter den Achsen, und damit ich sie lenken kann, weil dann kann ich die Kamera drehen, ich kann sie neigen, ich kann sie
führen quasi, weil das Gewicht muss ich mit dem halten und ich sollte aufpassen, dass ich mit dem Gewicht dann hier nicht so nah an meinen Körper stoße, weil das macht natürlich keinen Sinn. Dadurch, ja, sonst stoße ich jedes Mal irgendwo an und dann ist es nicht sehr stabil. Das heißt, ich habe im Prinzip hier meine Achse, kann rechts, links bewegen, wie ihr seht, die zweite Hand ist da und es hält auch kein anderer die Hand, ich bin ganz alleine. Und dann kann ich die Kamera drehen, wenden, neigen, runter, rechts, links, schön smooth. Ich kann natürlich langsame Bewegungen auch machen. Das ist im Prinzip die Gleitcam, die gefällt mir irrsinnig. Die Gleitcam HD 2000 ist ausgelegt auf eine gewisse Gewichtsklasse. Im Prinzip ist die 2000 da eigentlich schon ziemlich stark. Ich kann da ordentlich was draufpacken. Ich meine, ich verwende die EOS R mit einer 16 bis 35 mm 2.8er Linse und einen ND-Filter drauf plus ein Mikrofon drauf. Das ist schon ordentlich Gewicht und ich habe noch nicht mal alle Gewichtsscheiben drauf. Das zweite Wichtige, was man wissen muss, ist zum Ausbalancieren, ist natürlich nicht nur rechts und links ausbalancieren, dass es nicht nach vor kippt oder nach hinten oder zur Seite kippt. Wichtig ist auch, dass die Kamera so in der Balance hält, also nicht die ganze Zeit so, aber das ist ein sehr gutes Mittel, weil wenn ich hier zu viel Gewicht habe, dann wird die Kamera immer fest so sein, aber dann wird sie sich nicht gescheit führen lassen. Habe ich zu wenig Gewicht, wird die Kamera immer sehr stark schwanken. Das heißt, man sagt, man hält die Kamera so und wenn man hier loslässt, sollte das ungefähr 1 bis 2, maximal 3 Sekunden dauern, bis die Kamera gerade ist oder zurückschwenkt. Sehen wir mal. 21, 22, ein bisschen was über 2 Sekunden. Das ist das optimale Verhältnis. Dann halte ich die Kamera ein bisschen so. Ich habe mir nicht angewöhnt, die Kamera so zu halten, sondern ich nehme es ein bisschen vor. Ich zeige das mal von der anderen Seite. Ich nehme es nicht so und führe sie so, sondern ich nehme die Kamera ein bisschen vor, damit ich mehr Gewicht überhalb des Daumens habe. So habe ich mehr Gewicht über meinen Fingern. Das brauche ich gar nicht. So habe ich mehr Gewicht über mein Handgelenk. Ein bisschen. Und da kann ich sie schön bewegen und schön ausbalancieren. Die Gleitcam hat mir schon oft den Arsch gerettet, vor allem wie mein Lab kaputt geworden ist oder wenn ich 2 unterschiedliche Kameras habe und ich dauernd umstecken will. Der Vorteil von der Gleitcam ist der, dass sie keinen Akku braucht. Wenn ich ein bisschen Muckis habe und ein bisschen Übung habe, dann kann ich die den ganzen Tag lang nutzen. Ich muss immer meinen Arm ausruhen, ich kann es auch mit der linken Hand führen. Allerdings muss ich es mit einer Hand halten und mit der zweiten Hand führen. Bei einem elektronischen Gimbal kann ich mit beiden Händen in den Griff greifen und die Elektronik macht den Rest für mich. Empfehlen würde ich natürlich zum Schrauben für unten ein Immo-Schlüsselset und was auch ganz wichtig ist, ein Schlitzschraubenzieher. Wenn ich meinen Schnellverschluss zum Beispiel wechseln möchte oder anbringen möchte, dann geht das nur von unten, das ist nur eine Schraube. Die Gleitcam kostet sowas um die 500 €, vielleicht 600 €, also zumindest diese Variante. Ich bin sehr zufrieden. Den Schnellwechselverschluss muss man extra kaufen. Das heißt, ihr kriegt das nur mit der Platte, die ganz viele Löcher hat. Wie sie die Kamera anbringt, ist dann sowieso die Sache des Käufers. Es ist halt ein bisschen sperrig, aber du brauchst keinen Karton, um sie zu transportieren, sondern die tust du einfach an den Rucksack ran oder sowas. Wenn du im Flugzeug reist, dann solltest du das Gimbal, nachdem es ja doch etwas sperriger ist, vielleicht in ein zusätzliches Aufgabegepäck geben, weil im Handgepäck wird es nicht erlaubt sein. Das ist die Gleitcam, mein Schwebestativ der Wahl. Die Gleitcam ist halt eine Marke, es gibt genug andere Sachen. Es gibt von Neewer, glaube ich, sogar gibt es günstige. Einfach schauen, was so passt. Ich kann empfehlen die Gleitcam. Wohlgemerkt, dieses Video wurde nicht gesponsert oder irgendwie, ich habe mir das selber gekauft, aber ich wollte einfach nur sagen, nachdem mir gewisse Geräte immer kaputt gehen und ich nicht immer auf Influencer höre oder Leute, die es testen, sondern man sagt, okay, ich bilde mir meine eigene Meinung. Ihr kennt es vielleicht, du kennst es vielleicht. Du schaust dir die Videos an, schaust dir an, wie viele Negativpunkte es gibt, wie viele Positivpunkte es gibt, machst eine Liste, schaust dann auch die Amazon-Rezensionen an oder auf anderen Webseiten, also so mache ich zumindest. Und meistens kann ich mich dann trotzdem nicht entscheiden und dann nehme ich mir entweder das eine oder das andere und dann stelle ich fest, ja okay, ich hätte vielleicht noch weiter graben müssen oder vielleicht noch 2 Monate warten müssen. Dann werden noch Reviews rauskommen, wo die Leute sagen, ja, das und das sind die Negativpunkte. Am Anfang ist immer dieser Hype da. Deswegen hier mein ehrliches Feedback. Ich liebe sie, ich liebe die Gleitcam. Sie ist sehr gut einsetzbar. Preis-Leistungs-Verhältnis spitze. Ich kann wahnsinnig viel Gewicht draufpacken und es ist wurscht welches Objektiv. Es geht sich alles aus, weil hinten stößt nichts an, vorne stößt nichts an. Ich muss nur schauen, wie ich das Ganze anbringe. Schnellwechselplatte müsst ihr euch selbst besorgen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn es eine Frage zur Gleitcam gibt oder zu meinem Setup, was ich nutze, dann schreibt es mir in den Kommentaren. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!